kam final die Info, dass der Xiaomi 14 Ultra, warum sage ich denn immer Xiaomi 14 Ultra, das ist das 15 Ultra, 15 Ultra. Okay, nochmal. Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, ewig hat es gedauert, aber ich habe jetzt endlich wieder ein Xiaomi 15 Ultra in diesem coolen Silver Chrome Colorway in meinen Händen und bin vielleicht begeistert, vielleicht auch nicht. Vor allem, wie war denn der Service bei Xiaomi? Das werde ich euch heute auf jeden Fall mal ein bisschen noch erzählen in dem Video. Was sind so meine ersten Eindrücke? Ich habe das jetzt seit knapp einer Woche wieder. Habe es mal wirklich als Alltagshandy genutzt, komplett durchgehend, auch mit dem Launcher, mit dem ich ein bisschen zu kämpfen hatte im ersten Video dazu, bevor ich es einschicken musste. Und habe auch die Kamera natürlich aufgrund der Fokusprobleme beim ersten Gerät, was ich hatte, ordentlich durchgetestet. Noch nicht final getestet, aber ein paar coole Teaserbilder bringe ich euch auf jeden Fall in dem Video auch mit. Von daher, es lohnt sich dran zu bleiben. Vergesst das Abo nicht und das Like, wenn euch das Video gefällt. Ansonsten würde ich sagen, leg mal los, ab geht's. Ja, und damit willkommen zurück. Wie gesagt, ich habe es endlich wieder bekommen. Lang hat es gedauert. Und warum so lange gedauert hat, da geht es heute mal ein bisschen drum. Für das heutige Video habe ich mir das Ganze mal so ein bisschen notiert am Blog, ganz oldschool, so ein bisschen die Daten, wie lief das denn so ab, was hat Xiaomi da so von sich gegeben, war es eher positiv oder negativ das Ganze und vor allem, was ist jetzt mit dem neuen Gerät, was sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind, hat sich wirklich verbessert. Und vor allem natürlich die Frage, wie ist denn jetzt die Kamera, nachdem das Gerät, was ich vorher hatte, dieses Fokusproblem hatte, ist ja nichts Alltägliches und nicht jedes Gerät hat es, aber bei mir war es halt extrem, dass ich oft den Fokuspunkt überhaupt nicht treffen konnte, selbst mit Antippen beim Fokussieren keine Chance, das war immer im Hintergrund oft unscharf. Von daher würde ich sagen, fangen wir an. Ich werde euch mal von meinem schlauen Blog ein bisschen vorlesen, wie das Ganze abgelaufen ist. Also am 10. März habe ich das Ganze an Xiaomi gemeldet. Ich habe das Gerät ja direkt bei Xiaomi bestellt und habe da ein Case aufgemacht, habe darum gebeten, dass die sich vielleicht mal kurz telefonisch bei mir melden, ob irgendwo vielleicht softwaremäßig was möglich wäre. Da hat sich tatsächlich am gleichen Tag, muss man dazu sagen, und das finde ich echt top, noch ein Mitarbeiter bei mir gemeldet, hat das Ganze mit mir so ein bisschen durchgespielt, da haben wir auch noch ein bisschen am Telefon quasi rumgetestet und der hat dann gemeint, ja okay, das ist wahrscheinlich irgendein Thema mit dem Autofokus, wird man mit Software nicht hinkriegen, ich muss es einschicken. Der Kollege hat aber netterweise gleich gesagt, das 1 Terabyte Modell vom Silver Chrome ist nicht verfügbar, ist ja auch die einzige Variante, aktuell zumindest mit 1 Terabyte bei uns. Und ich soll halt überlegen, ob ich nicht lieber das Geld zurücknehme und dann wieder bestelle, wenn es irgendwo ein Angebot gibt oder wenn es eben wieder verfügbar ist. Ich habe mich dann trotzdem erstmal dazu entschieden, dass ich da ein Austauschgerät möchte und einfach entsprechend da warte. Eine Lieferzeit konnte er mir aber nicht nennen. Das fand ich aber auch nett, dass er es überhaupt gesagt hat, weil ja, hilft mir nichts, wenn da irgendwie gesagt wird, in einer Woche könnte schon passen und dann nach einem Monat passiert immer noch nichts. Ja, ich habe das dann zurückgeschickt eben am 12.03. und habe dann am 19.03. von Ingram Micro eine Rückmeldung bekommen, dass das Gerät in Prüfung ist. Entsprechend haben die da anscheinend das Gerät einfach mal durchgetestet, haben das vor Ort dann auch nochmal getestet, schätze ich mal. Und am 24.03., das heißt 5 Tage später, kam dann von Xiaomi die Rückmeldung, dass der Defekt akzeptiert wurde und die Rückmeldung kam auch nochmal, dass aber die 1 Terabyte Variante nicht verfügbar ist. Fand ich aber auch gut, dass da separat nochmal eine Info kam, einfach weil es ja doch eine gewisse Zeit schon war, wo der Prozess da war mit dem Anruf bis Einschicken, bis zu der Prüfung und dem finalen Ergebnis, dass das Gerät definitiv einen Treffer hat und ich eben auf ein neues warten muss. Also das wurde nicht repariert oder getauscht, sondern ich hätte da einfach innerhalb dieser 14 Tage, ich weiß nicht, wie es nach den 14 Tagen gewesen wäre, dann hätten sie es wahrscheinlich repariert, aber da habe ich jetzt eben ein neues bekommen oder hätte ein neues bekommen. Das Problem war dann so ein bisschen, dass ich am 27.03. nochmal eine nette Mail bekommen habe,
wie es denn ausschaut, weil es ist immer noch auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar. Und auch die 512 GB Variante war zu dem Zeitpunkt nicht lieferbar und ich wollte unbedingt wieder diese Silver Chrome Edition haben, weil mir die einfach super gut gefällt und an dieses Leica-Image so ein bisschen anknüpft, eben dieses silberne auf der Oberseite und dieses schwarze von den Bodies der Leica-Kameras teilweise. Finde ich richtig cool und ist halt einfach mal was Erfrischendes, nicht so immer schwarz oder weiß oder silber, wie auch immer. Also fand ich cool, wollte ich halt unbedingt wieder haben. Wenn schon, denn schon. Naja, ich habe dann überlegt und habe mir gedacht, gut, Amazon hat da ab und zu mal Angebote gehabt mit Rabattcoupon und so weiter. Was mache ich? Ich habe dann dem Kollegen zurückgeschrieben und habe gesagt, gut, bitte überweist mir erstmal das Geld zurück und ihr könnt mich ja gerne informieren, wenn es denn wieder lieferbar wäre. Ich habe mich dann für diese Benachrichtigung bei dem Xiaomi Store eingetragen. Ja, am 15. April kam dann endgültig die E-Mail, dass das Xiaomi 15 Ultra in dem Silver Chrome Colorway wieder lieferbar ist, allerdings nur in 512 GB. Und ich hatte dann noch einen Rabattcode über Corporate Benefits, das ist ja kein Geheimnis, da gibt es ja immer wieder Rabattcodes, wenn man eben in diesem Firmennetzwerk für das Ganze mit drin ist. Und den konnte ich dann entsprechend nutzen und habe mir das Ganze wieder besorgt. Und am Samstag, 19.04., kam dann das Paket endlich an mit dem Xiaomi 15 Ultra. Und da habe ich es dann auch erstmal eingerichtet und am nächsten Tag dann umgestellt. Das heißt, ich drehe das Video hier jetzt am Sonntag. Ihr könnt euch das ausmalen. Ich habe das genau eine Woche dann in den Händen gehabt. Habe es wirklich extrem ausgiebig getestet. In der Zeit, wo ich das jetzt hatte, sind auch wirklich schon massig Bilder entstanden. Ich habe in sehr vielen Situationen viele Bilder auch gemacht schon mit dem Gerät und auch im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra und auch dem Honor Magic V3. Das heißt, ich plane da so einen Vergleichstest zwischen den Geräten. Das Magic V3 ist natürlich ein bisschen, sage ich mal, ja, schwierig, weil es ist einfach ein Foldable. Hat mich trotzdem interessiert und es wird so die ein oder andere Überraschung tatsächlich geben in dem Bezug, was selbst mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Aber bleibt auf jeden Fall gespannt. Das wird noch ein bisschen dauern, das Video, aber ist in der Mache. Da wird auf jeden Fall einiges dazu kommen. So, abschließend aber zum Service muss ich ehrlich sagen, ich war echt begeistert von Xiaomi. Ich meine, die Lieferzeit von Xiaomi Deutschland, da können die nichts dafür. Das kommt halt wahrscheinlich darauf an, wie Xiaomi in China die Dinger hier rüber schippert. Aber ich muss ehrlich sagen, dass die Leute dort so ehrlich waren vom Service und auch gesagt haben, ja, das ist halt unbestimmte Zeit. Also ich muss mir das überlegen, ob ich nicht lieber das Geld zurück will oder ob ich da warten muss. Und es wurde mir auch nie irgendwie was gesagt, wo ich sage, ja, okay, jetzt wurde mir da irgendwie eine Woche suggeriert und nach einer Woche kommt dann keine Rückmeldung, sondern ich habe eben auch aktiv Rückmeldung von Xiaomi bekommen, dass das akzeptiert wurde, diese Rücknahme, und eben das Lieferdatum immer noch nicht verfügbar ist. Das heißt, ich habe einfach selber in der Hand gehabt, was mache ich? Habe ich einfach ein Handy weniger und sage, gut, ich lasse es bleiben oder warte ich es ab? Also ich denke, das ist halt einfach eine gute Geschichte, wenn Xiaomi da so ehrlich ist, und das hat mir wirklich gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Fand ich einfach cool. Ja. Bei Honor war der Service, finde ich, deutlich negativer im ersten Sinne. Wo das Teil dann damals repariert wurde, mein Magic V3 im Display, war das zwar super gemacht, aber es gab da eben in den Kommentaren bei meinen Videos auch andere Aussagen. Also kommt immer ein bisschen drauf an. Da war jetzt natürlich auch der Kontakt direkt bei Xiaomi, weil es eben in dieser Widerrufsfrist war. Und bei meinem Magic V3 war es halt in der Garantiezeit mit einem Display-Service, der bei meinem Kauf damals dabei war. Und das lief ja auch nicht über Honor direkt. Also ja, 2 Paar Stiefel, trotzdem, trotz der Probleme, sage ich mal, wirklich eine gute Erfahrung in dem Fall. Ja, kommen wir jetzt eigentlich zu dem wichtigen Teil des Videos, vor allem, funktioniert es denn jetzt? Behalte ich es? Wie geht es weiter? Ja? Kommen da mehr Videos vielleicht dazu und ihr solltet auf jeden Fall abonnieren oder eben vielleicht doch keine Videos. Eins vorweg, ich werde es auf jeden Fall behalten und ich werde es auch in nächster Zeit als mein Haupt-Smartphone nutzen, weil mich einfach diese Kamera so wegflasht, aber mehr dazu später noch. Ansonsten habe ich keine Probleme mehr damit. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, sowohl vom Display, das ist wirklich super hell,
Also gefühlt das hellste Display, was ich zumindest aktuell in der Hand hatte, verglichen zu meinem Honor Magic V2, V3, dem Magic 6 Pro von meiner Freundin und auch dem Samsung Galaxy S25 Ultra. Da ist definitiv vom optischen Eindruck draußen das Xiaomi 15 Ultra das absolut hellste Display. Super gut lesbar und die Peak Brightness hält relativ lang an, finde ich, im Vergleich zu anderen Herstellern. Und daher absolut top und kann man nichts dazu sagen. Genauso die Performance, die ist wirklich bodenlos schnell. Also, ich meine, was will man sagen? Ja, ein Snapdragon 8 Elite. Ja, es gibt momentan ja nichts Besseres und ich muss ehrlich sagen, so im Alltag merke ich auch keinen Unterschied zu dem Snapdragon Elite vor Galaxy oder vor Samsung, den ja die Samsung S25 Ultra Serie drin hat. Ja, kann natürlich auch ein bisschen Marketing-Thema sein. Beim Gaming macht es vielleicht ein paar Mühe aus. Ich bin da auch kein Benchmarker mehr. Bei mir muss das Teil einfach im Alltag funktionieren. Und das ist eben auch das, was ihr von mir an Infos bekommt. Wie ist es denn im Alltag? Passt das alles? Ja, und ja, was will man mehr? Ja, ich soll ja jeden Tag einen begleiten und sauber funktionieren. Und ich glaube, kaum jemand macht jeden Tag Benchmarks damit. Zum System und auch zum Launcher kann ich nur sagen, das System ist super stabil. Ich hatte bisher keine Abstürze damit. Also auch da super zufrieden, obwohl ich mit diesem HyperOS schon echt gehadert habe im ersten Video. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie so für meinen Geschmack, wenn man so von Samsung kommt und auch so ein bisschen von Honor mit dem Launcher von Nova, also dem Nova Launcher Prime habe ich da immer drauf, dann ist es einfach nicht perfekt und ich vermisse hier nichtsdestotrotz, und das kann man auch nicht schönreden, die Wischgesten, wenn man einen Third-Party-Launcher drauf macht. Ja, das ist für den einen oder anderen halt völlig egal, also den interessiert es nicht, ob das funktioniert oder nicht, weil die sagen, ich nehme eh den normalen Launcher. Manche wollen auch diese 3 Tasten unten an der Leiste haben. Alles schön und gut. Wenn man Gewohnheitstier ist und den inneren Monk in mir hat, wie bei mir, dann ist es wirklich ein Kampf am Anfang, weil man eben bei diesem Launcher auch nicht mehr wie 5 Icons unten in die Leiste reinmachen kann. Ich zeige euch das mal kurz, aber ja, mehr geht halt nicht. Und ich hatte da immer 6 Stück drin und habe halt da noch einen 6. Ordner drin gehabt, der ist jetzt bei mir halt am Homescreen oben drüber. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen meinen inneren Monk bekämpft und habe da auch gesagt, okay, gut, jetzt gib dich zufrieden mit dem, was halt geht, teste es einfach mal und man gewöhnt sich wirklich dran. Also war 1, 2 Tage, hat es mich genervt und dann war es für mich auch okay. Was für mich nicht ganz so okay war und ist, das ist seit dem letzten Update gefühlt ein bisschen besser geworden. Ich habe im Endeffekt hier ein Mesh-Netzwerk von AVM mit der neuesten Fritzbox. Ich blende euch mal ein, welches Modell, und den 1200er Repeatern, den AX-Repeatern, und habe da echt Probleme mit dem WLAN. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht. Ich kriege immer mal wieder die Meldung, dass ein falsches WLAN-Passwort hinterlegt ist für mein Netzwerk und ich es doch bitte neu eingeben soll. Dann schalte ich WLAN aus und an, dann verbindet es wieder. Oder ich klicke nur auf mein WLAN drauf und es verbindet wieder. Also es kann nicht falsch sein, sonst könnte es sich nicht verbinden. Macht überhaupt keinen Sinn. Mich würde auf jeden Fall interessieren, betrifft euch das auch? Ich hatte das blöderweise bei meinem ersten Gerät auch schon. Habe da gar nicht mehr so dran gedacht, weil da eben so dieses Kameraproblem so im Fokus stand. Aber es ist anscheinend nicht unbedingt so netzwerkabhängig, sondern vielleicht auch dieses Mesh-Netzwerk. Also ich habe mal alle Repeater ausgeschalten, da kam es witzigerweise nicht. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Also ganz ehrlich, mit meinem S25 Ultra habe ich kein Problem in WLAN. Da kommt so eine Meldung nie. Ich habe auch nie mit meinen Honor-Smartphones Probleme gehabt etc. Also OnePlus keine Probleme. Das muss irgendwas Xiaomi-typisches dann sein oder vielleicht auch von dem Gerät, keine Ahnung. Schreibt es auf jeden Fall bitte gerne mal in die Kommentare, wenn das bei euch auch ähnlich ist oder euch da vielleicht was eingefallen ist, was man so als Tipp mal probieren könnte, wie auch immer. Netzwerk-Config habe ich übrigens schon zurückgesetzt, falls das einer der Tipps wäre. Ja, und zu guter Letzt darf natürlich nicht fehlen, dass wir mal kurz noch über die Kamera sprechen. Das war ja mein Hauptproblem beim ersten Xiaomi 15 Ultra, was ich hatte. Und ja, ich bin wirklich glücklich, das Fokusproblem und auch dieses Pumpen beim Fokussieren, das ist nicht mehr da. Das funktioniert so, wie es sollte.
und es funktioniert wirklich ähnlich wie mit Objektiven bei einer Profikamera, muss ich ehrlich sagen. Auch mit den Naheinstellgrenzen etc. Es verhält sich wirklich richtig, richtig gut. Und der 1 Zoll Sensor ist natürlich brachial, auch vom Bildrauschen etc., auch im RAW-Format und so weiter. Ich blende euch mal nebenbei noch ein paar Bilder ein, die ich jetzt so gemacht habe, so im Schnelldurchlauf. Es wird ja wie gesagt auch noch ein separates Video dazu geben. Entsprechend werde ich da auf jeden Fall auch näher auf alles Mögliche eingehen. Und ich habe überlegt, da könnt ihr auch gerne mal kommentieren, ob ihr da Bock drauf habt, ob ich so eine Art Kamera-Masterclass-Video mache zum Xiaomi 15 Ultra. Weil man muss ehrlich sagen, zum Beispiel bei einem Honor Magic V3, Magic 6 Pro etc., da kann man schon viel erklären, aber beim Xiaomi 15 Ultra ist es nochmal eine ganz andere Latte an Funktionen, die da dazu kommt. Zum Beispiel eben auch im Pro-Modus Profile, die man importieren und exportieren kann. Von daher würde mich freuen, wenn ihr mal drunter kommentiert, ob euch sowas taugen würde oder ob ihr sagt, brauche ich eigentlich nicht. Ja, ich mache hier Point and Shoot mit dem Ding. Das macht ja auch im Standardmodus wirklich gute Bilder, muss man auch sagen. Also es ist wirklich phänomenal, was da rauskommt. Von daher ist es auf jeden Fall kein Muss, aber ich finde es halt irgendwie schade, wenn man sich so ein potentes Smartphone, was die Kamera betrifft, kauft und dann nicht doch mal so ein bisschen zumindest professionell damit einsteigt und vielleicht auch mal eben in RAW fotografiert und mal guckt, was kommt denn vom Sensor so raus, was kann ich denn eigentlich noch so rausholen. Bisschen Nachteil hat das Ganze trotzdem, weil nicht alle nativen Auflösungen im RAW-Format leider unterstützt sind. Das finde ich ein bisschen schade und da würde ich auch echt hoffen, dass Xiaomi da noch was macht und man sagt, okay, man kann auch die volle Auflösung im RAW-Format nutzen, dass einfach die komplette Sensorauslesung dann auch entsprechend gespeichert wird als RAW-Bild und man dann auch das Maximale an Qualität da rausholen kann. Ansonsten war es das erstmal bei dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich ein Like da lasst, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und vor allem auch ein Abo da lasst, wenn ihr noch keins habt. Ich würde mich freuen. Von daher sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.